Einen wunderschönen guten Tag. Heute ist der Tag der Tage, denn mein Interieur wird heute endlich fertig. Mein C63 steht jetzt schon seit ein paar Wochen hier bei Night Factor. Das komplette Interieur wurde rausgerissen und wird hier neu gemacht. Und zwar hochexklusiv mit wunderschönen Materialien, Carbon, Alcantara. Es wird wirklich alles neu gemacht. Sitze, Armaturenbrett, Mittelkonsole, Anschnallgurte, alles. Falls ihr die letzten Teile noch nicht gesehen habt, schaut mal in die Playlist hier rein. Da seht ihr alles von Anfang an. Heute machen wir Lenkrad und die Carbon-Teile und am Ende wird auch natürlich alles noch im Auto zusammengeschraubt und dann werden wir zusammen das komplette Endergebnis sehen. Wir gehen jetzt mal rüber zum Samu, der macht nämlich heute mein Lenkrad und da seht ihr auch schon die ersten Carbon-Teile. Der Samu nimmt jetzt das Lenkrad auseinander. Das wird jetzt vorbereitet für das LED-System. Die Carbonveredelung oben, unten. Dann werden hier die Nähte einzeln aufgeschnitten. Also wir werden es ein bisschen mit aufpolstern, dass du ein bisschen einen sportlichen Griff hast. Ja. Also es wird einmal in dem Bereich aufgepolstert. Hier oben kommt der Carbon hin. Da kann man ja dementsprechend nichts mehr polstern. Und es wird jetzt hier, das macht der Samu, deswegen kennzeichnet er das, auch eben vorbereitet mit der Vertiefung. Jetzt wird aufgeschnitten hier. Genau. Damit da nachher die Abgrenzung zum Carbon ist. Hier, Naht läuft nicht so... Nicht schön. Nicht sauber. Nicht Also sauber, ne? man sieht es immer häufig, dass die Nähte gerade auf der Rückseite immer nicht ordentlich verschlossen sind oder einfach nicht sauber laufen. Ne? Man sieht das hier ganz schön. Ja, weil die denken sich ja, hinten guckt ja keiner, ne? So ungefähr kann man das sagen, genau. Da wird relativ selten hingeguckt. Bei uns spielt das eben eine große Rolle, weil natürlich, wenn wir solche Lenkräder auch verschicken, sich ein Kunde natürlich das berechtigterweise von allen Seiten vernünftig anguckt. Und da muss natürlich die Optik und die Nahtfolge natürlich richtig stimmen. So sieht das übrigens da drunter aus. Und man sieht, das ist schon dementsprechend alt. Ja, ist ja auch schon jetzt fast 8 Jahre alt, das Auto. Oh, das tut mir ja richtig weh, dabei zuzusehen, wie das hier so auseinandergerissen wird. Aber ja, ich weiß ja, dass es am Ende schöner sein wird, von daher. Die Unterseite und die Oberseite bleibt jetzt so, weil das wird jetzt mit Carbon überzogen dementsprechend. Das wird natürlich noch vorbereitet. Ah, und das bleibt dann da drunter? Das bleibt dann da drunter, weil wir das hier dementsprechend aufpolstern, das Lenkrad. Damit das nachher auch von der Struktur passt mit der Aufdickung. Genau, also so sieht Carbon, naja, nicht auf natürliche Art und Weise aus, aber bevor es ausgehärtet ist. Ne? Also Genau, Carbon ist ja die eigentlich eine ursprüngliche Struktur aus Kohlefasern. Und dann gibt es ja nochmal den Unterschied zwischen richtigem Carbon, also wenn Teile komplett aus Carbon gefertigt werden, wie im Motorsport, wie du sagtest, weil Carbon einfach sehr leicht ist, ein sehr leichtes Material, wenn es dann ausgehärtet ist, trotzdem sehr widerstandsfähig. Und dann das, was ihr jetzt hier in dem Fall macht, ist ja sogenannte Sichtcarbon, ne? Sichtcarbon, genau. Das ist eigentlich zu Optikzwecken. Es wertet das Auto unwahrscheinlich auf. Es ist somit das hochwertigste, was du im Autobereich, im Innenraumbereich mit einbauen kannst. Ja, es gibt eigentlich kein hochwertiges Material, was du verbauen kannst. Ich bin da mal gespannt, wie es aussehen wird. Ihr habt euch ja jetzt was ganz Besonderes bei dem Lenkrad überlegt. Und zwar nicht nur, dass es sowieso super geil aussehen wird mit dem Carbon und mit dem Alcantara, sondern jetzt wird hier noch ein LED-System eingebaut. Genau, wir dachten, du brauchst noch ein bisschen Fun. Haben wir hier einfach nur, jetzt mal ohne die Technik, mal zu sehen, das LED-System. Wir haben hier 2 sogenannte Schaltblitze, die man sieht, die nachher mit dem Tacho, mit dem Drehzahl verbunden sind. Du hast hier ein Display, wo du nachher alle Motordaten abrufen kannst, mit Lap-Timer, allem drum und dran. Wie funktioniert das, dass man das mit den ganzen Motordaten verbinden kann? Wir schließen ein separates Steuergerät dazwischen, Okay. was alle Daten abruft. Und du kannst dann das System, hier hast du hier 2 separate Knöpfe, alle Daten dann einstellen, verstellen, auch farblich verändern. Das ist ein ziemlich cooles System. Wie du es kennst, im Performance-Bereich hast du hier dann eben, ne, zeigt er grün, gelb, rot an, wenn du im Drehzahlbegrenzer bist. Und hier hast du Timelap, Geschwindigkeit, G-Kräfte, du kannst Öldruck, Wassertemperatur, alles abrufen. Ist eine feine Sache. Mega cool. So, was der Samuel jetzt hier gemacht hat, ist, er hat einmal hier dieses Kunststoffteil, diese Außenhülle von diesen LED-Dingern da hier einmal präzise dran geklebt und vorher ausgemessen. Und das wird jetzt hier quasi so eingelassen. Du hast das jetzt hier aufgezeichnet. Ja. Und jetzt schneidest du da jetzt rein. Ja. Oh, das arme Lenkrad, aber es ist ja eh schon zerstört jetzt. Ja, kann sein bisschen tut weh, aber im Endeffekt ist es Luxus. Wenn man das jetzt erstmal so sieht auf den ersten Blick, denkt man sich jetzt erstmal, oh Gott, was kann daraus jetzt noch werden? How to Lenkrad komplett demolieren. So, das ist jetzt soweit hier fertig. Hier kommt jetzt dieses Plastikteil rein, ne? Ja. Passt dann hier so genau rein. Da rein werden dann diese Displays oder diese Platinen verlegt und dann wird das am Ende mit Carbon überzogen, damit das natürlich wieder richtig schön rund aussieht und man hier das alles nicht sieht.
So, ich lasse den Samu jetzt erstmal in Ruhe machen und dann gucken wir mal, was als nächstes dran kommt. Das hier ist das Innenleben meiner Tür, wie man erkennen kann. Hi Pancho. Und diese Leisten hier, die werden ja jetzt auch aus Carbon gemacht. Dafür müssen die natürlich erstmal ausgebaut werden. Sorry, ist gerade ein bisschen laut, hier wird gearbeitet. Dann werden die geschliffen und dann werden die auch mit Carbon überzogen. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Das Ding hält ein ganzes Auto oben drauf, als ob dich das nicht halten würde. 2. Okay, wir sagen mal, das waren 5. Film weiter. Und 61, 62. Keiner guckt. Lenkrad sieht jetzt aktuell so aus. Es war einmal ein Schaltblitz. Das hier ist jetzt quasi diese Anzeige für den Schaltblitz. Das muss natürlich alles noch festgeschraubt werden. Und das bleibt natürlich nicht so. Das Ganze wird jetzt hier quasi rein integriert. Und ihr müsst euch das so vorstellen. Jetzt wird das Ganze mit den Carbonfasern überzogen und so angepasst, dass das Lenkrad auch wieder rund ist. Dann sieht man am Ende nur diese Displays hier. Das Carbon, das dauert jetzt einige Zeit. Also müsst ihr euch so vorstellen, das wird erstmal mit dieser Faser hier überzogen, dann wird das mehrere Male mit einer Harzschicht lackiert, in einem Ofen ausgehärtet. Ganz zum Schluss wird das geschliffen und nochmal mit einer finalen Lackschicht dann lackiert, damit eben auch der Glanz zustande kommt, weil das wird ja nicht so matt bleiben. Das wird jetzt sogar von hinten bezogen hier mit dem Alcantara. Jetzt geht es darum, die Griffe hier zu nähen. Sie wurden schon unterpolstert. Also was man hier sieht, ist nur die Unterpolsterung. Da kommt ja jetzt das Alcantara drauf. Und da waren wir jetzt am Überlegen, was wir machen. Wir haben ja jetzt hier schon blaues Carbon. Da waren wir am Überlegen, dass wir jetzt die Nähte, die jetzt hier drankommen, dass wir die in weiß machen, weil wir erinnern uns, auf den Sitzen sind ja auch außen überall so weiße Kontrastnähte. Und ich glaube, das sieht auch ganz gut aus, wenn hier nicht blaue, sondern weiße Nähte sind. Das passt dann nochmal schön zum Sitz, weil sonst wäre ja hier nichts Weißes dran, sondern nur blau. Was machst du jetzt, Samu? Jetzt sich vorbereiten, ein bisschen sauber machen und dann fange ich an nähen. Ah, also das hier, das ist ja jetzt nur geklebt und das wird jetzt noch vernäht. Ja. Ich finde das ja unglaublich, wie perfekt du das machst hier. Das jetzt hier per Hand zu vernähen. So Leute, Lenkrad ist jetzt auch endlich fertig. Seid ihr bereit? Da ist es. Aber es wurden ja noch ganz, ganz viele andere Teile fertig gemacht. Die haben wir jetzt gerade mal alle hier zusammen, damit man mal sieht, wie viel tatsächlich hier am Wagen gemacht wurde. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir auch direkt mal zum Thema Kosten, weil das haben ja viele von euch gefragt und hat auch viele von euch interessiert, wo man am Ende natürlich preislich liegt. Und jetzt kann man hier mal schön alle Teile so im Überblick sehen und dann sieht man auch mal, wie viel Arbeit das ist. Was kostet so ein Umbau? Das ist natürlich immer individuell zu sehen. Man sieht aber schön an dem ganzen Interieur, was das schon für ein Aufwand ist, das überhaupt nur auszubauen und dann auch wieder einzubauen. Wir haben hier unwahrscheinlich viele Teile und man muss dann einfach, also mal ohne einen Ausbau rechnet man hier so zwischen 120 und 150 Arbeitsstunden, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt, was ist das für ein Aufwand. Ohne Carbon. Carbon kommt dann noch extra. Also wir haben an so einem kompletten Interieur haben wir zwischen 4 und 5 Leute beschäftigt. Das ist natürlich je nachdem, wie schnell muss das Auto fertig sein. Das ist natürlich auch mal ein Riesenthema, damit wir da an der Stelle auch termintreu sein können. So ein Auto auch dann relativ schnell wieder fertig wird. Okay, jetzt einfach mal Butter bei die Fische. Das, was ihr jetzt hier bei mir gemacht habt, ihr bietet ja auch so verschiedene Pakete an. Was wäre das jetzt für ein Paket? Das ist natürlich jetzt hier das absolute Luxuspaket, was wir bei dir haben, sag ich mal. Also wir haben jetzt hier mit Carbon, LED-Lenkrad, zweifarbiges Leder, Alcantara und so weiter. Dieser Umbau kostet jetzt mit Ein- und Ausbau, mit den ganzen Ledervarianten, mit der Steppung, Carbon, alles was da mit drin ist, liegt jetzt bei knapp 20.000 €. Das ist halt, wie gesagt, alles das, was ihr jetzt hier seht, inklusive Ein- und Ausbau bzw. Aus- und Einbau. Und wie gesagt, sehr, sehr viele Arbeitsstunden, die hier hinterstecken und sehr, sehr viele Leute, die hieran gearbeitet haben. Plus auch sehr hochwertige Materialien, das muss man ja auch dazu sagen. Also Materialien, die man so ab Werk hier in dem Fahrzeug nicht hatte. Plus natürlich die Handarbeit. Wir müssen immer beachten dabei, dass hier alles Handarbeit ist und dass hier nichts maschinell angefertigt worden ist,
sondern dass hier immer ein Mitarbeiter sitzt und die ganze Zeit durchgehend von Hand anfertigt. Und daher kommen natürlich auch solche Kosten zustande. Hier haben wir natürlich ein Lenkrad, wo wir jetzt alles Mögliche verbaut haben. Carbon, LED mit Alcantara. Ein Lenkrad, Einstiegspreis bei uns, wenn wir das komplett mit Alcantara machen, liegt bei 349 €. Ja, also es ist natürlich immer individuell, was der Kunde wirklich haben will. Mit Carbon wird es natürlich deutlich teurer, da liegen wir schon schnell bei 800 bis 1000 €. Da ist natürlich auch mal die Frage, was möchte ich für eine Farbe haben? Was möchte ich für ein Gewebe haben und so weiter. Jetzt haben wir hier noch ein LED-System mit eingebaut. Jetzt kostet so ein fertiges Lenkrad bei uns 1290. Jetzt natürlich noch die Frage, wie sieht das Ganze mit Garantie und Gewährleistung aus? Das interessiert wahrscheinlich auch viele, vor allem auch was vielleicht Leasingfahrzeuge angeht. Kommen auch Leasingfahrzeuge zu euch? Alles. Also wir haben nicht nur den Privatmann, wir haben auch Gewerbekunden. Ob Leasing, Finanzierung, alles ist dabei. Wichtig ist also zu wissen, auch bei uns, wir geben immer klassisch 2 Jahre Garantie auf alles. So, wenn wir auf unser Material, auf unsere Arbeit geben wir 2 Jahre Garantie. Wenn natürlich jetzt nicht, ich sag mal jetzt da wild dran rumgefuchtelt wird, geben wir auf unsere Materialien immer eine Garantie drauf. Also sprich, wenn ich jetzt nicht fahrlässig da mit dem Nagel über das Alcantara ziehe, ist ja klar. Und ich glaube, das sind auch die wichtigen Unterschiede, dass wir da weitermachen, wo andere aufhören. Dass wir eben komplett ausbauen, komplett einbauen, komplette Umbauten machen und eben angefangen beim Interieur bis zum Exterieur und darauf eben auch ausführlich eine Garantie geben. Also wichtig ist auch zu wissen, dass man natürlich bei solche Umbauten bei uns auch finanzieren kann. Wir bieten da auch tolle Finanzierungspakete an, sodass man da auch wirklich jeden Traum verwirklichen kann. Es ging in den letzten Videos auch viel die Frage umher, was ist eigentlich mit Leasingautos? Und da kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, ich habe das ja schon mal bei einem geleasten Wagen machen lassen. Und da kommt es natürlich immer darauf an, dass ihr sowas vorher mit dem Händler absprecht. Das heißt, ich habe vorher gefragt, hey, ist es möglich, dass ich Sitze und Carbonteile und so weiter machen lasse? Wenn die sagen, ja, ist okay, lasst euch das im besten Fall auch nochmal schriftlich geben. Aber wir sind noch lange nicht fertig, weil das Ganze muss ja jetzt auch ins Fahrzeug eingebaut werden. Und dann bin ich mal sehr gespannt, ich hoffe ihr auch, wie das Ganze eingebaut aussieht. So, jetzt geht's an den Einbau. Da würde ich sagen, ihr seid die Profis. Ich gebe wieder Anweisungen und schaue dabei zu. Mach mal da vorne. Mach mal da, genau. Und dann, ja, würde ich sagen, baut mal ein. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Merke, wir haben diesem Auto das gegeben, was das Auto niemals hatte. Das wäre? Einen Innenraum. Einen Innenraum mit Herz. Einen Innenraum mit Herz und Leidenschaft. Liebes Mercedes-Team, meldet euch gern bei uns, wenn wir euren Innenraum wieder schick machen sollen. Ich freue mich auf euren Anruf. Ein super geiler Motor, ein super geiles Heck. Aber im Innenraum habt ihr einfach gespart. Dafür seid ihr ja da. Aber genau. Danke, Sophia. Das hast du sehr schön gesagt. Dafür sind wir da. Einmal kurz Zwischenstand hier. Ist noch nicht alles drin, aber zieht euch das mal rein. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, wie das jetzt mit den Vordersitzen noch aussieht. So Leute, das Auto ist endlich fertig. Ich bin so gespannt. Kommt mal mit. Zieht euch das rein. Ja, und ich zeige euch jetzt mal kurz, was das mit dem Lenkrad hier auf sich hat, weil hier wurde ja auch so ein Schaltblitz eingebaut. Und wenn ich den Wagen jetzt starte, guckt euch das mal an. Ist das nicht geil? Wenn ich jetzt hier Gas gebe, dann zeigt er mir an, wenn ich schalten muss ab einer gewissen Drehzahl. Ich kann mir das auch alles einstellen, das ist super cool. Ansonsten von den Nähten her, habe ich ja schon so angedeutet, sind wir hier im Sichtfeld unten bei den helleren Nähten geblieben.
beschrieben, weil die halt eben in einer dunkleren Position sitzen. Und dort, wo das Licht hinfällt, haben wir die dunkleren Nähte gemacht, die blauen Nähte. Und ich finde, das sieht einfach nur mega geil aus, oder? Vielen, vielen Dank an Night Factor für dieses hammer, mega geile Interieur. Hat sich absolut gelohnt. Schreibt es bitte mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Und ja, wenn ihr so ein geiles Interieur auch haben wollt, dann schaut jetzt hier unten vorbei. Da habe ich Night Factor verlinkt. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr die anderen Videos sehen wollt, wie wir hier alles fertig gemacht haben, beziehungsweise die Leute von Night Factor, dann schaut mal in der Playlist vorbei. Da sind nochmal alle Videos aufgereiht. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao!